By 1944, the tide of war had irreversibly turned against the Third Reich. These restored newsreels, originally released by Die Deutsche Wochenschau, represent a final, desperate attempt to bolster domestic resolve through carefully staged displays of military power. The polished propaganda was a mask for a nation facing total encirclement. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. The camera lingers on a destroyed bunker. The July 20th plot, a failed assassination attempt on Hitler, left the Wolf's Lair in ruins. Propaganda officers filmed this destruction to frame Hitler's survival as a divine sign of inevitable victory, even as the Allied and Soviet armies closed in. Wenige Stunden nach dem Attentat empfängt der Führer den Buße zu einer im Geiste größter Herzlichkeit durchgeführten Aussprache. Marschall Graziani. Der Führer im Gespräch mit Reichsführer SS Reichsminister Himmler, der Befehlshaber des Heimatheeres. A meeting between Axis leaders at the Berghof is shown. Though the footage is from an earlier period, it was reused in late war propaganda to project an image of unwavering international command and unity. The high-angle shots were a deliberate cinematic choice to make the leadership appear larger than life amidst the shrinking Reich. Direktor Langenol und Dr. Lüchen. Inside a weapons research centre, the Luftwaffe's newest heavy ordnance is showcased. These wonder weapons were the central focus of late war scripts, promising the German public that a technological miracle would reverse the Allied air superiority that was currently levelling German cities. Reich Minister Albert Speer is seen awarding the Knight's Cross to top engineers. This minute highlights the total mobilisation of German industry. By framing the factory worker as a vital combatant in the total war effort, the regime hoped to maintain productivity as supply lines were systematically bombed. Waffen in der Erprobung. Der Panther beim Vergleichsfahren mit einem amerikanischen General Lee. The lens turns to the Volkssturm, the last-ditch militia of old men and boys. They are shown testing the Panzerfaust and Panzerschreck, infantry-carried anti-tank weapons that were cheap to produce. This was the Reich's final defence, turning civilians into soldiers in a landscape of ruins. Der amerikanische Panzer befriedet es nicht und bestätigt erneut die in der letzten Zeit immer wieder gemachten Aussagen unserer Gegner, dass unsere Panzer und Waffen den Tieren überlegen sind. Das panzernahe Bekämpfungsmittel, die Panzerfaust. Eine dicke Stahlplatte wird glatt durchschlagen. Nicht minder ist die Durchschlagskraft des Panzerschrecks. Auf diese überstarke Platte glatt durchschlagen. A rare map highlights the Eastern Front, showing a movement from Minsk back toward Warsaw. The propaganda narration referred to this as an elastic tactic. In reality, it was a euphemism for a massive, chaotic retreat in the face of the overwhelming Soviet juggernaut. Sturmartillerie auf Selbstfahrerfette ist eingesetzt. Schwere Artillerie bezieht neue Stellungen.
Das schnelle Nachdringen mit größeren Truppenmassen wird den Sowjets durch die nachhaltigen Zerstörungen der Bahnanlagen außerordentlich erschwert. German rearguards are seen leaving a village under a heavy shroud of smoke. The scorched earth policy was in full effect. As the Wehrmacht moved west, they were ordered to destroy anything that could be of use to the Red Army, leaving behind nothing but a landscape of ash and rubble. Hundreds of refugees are shown fleeing west in horse-drawn carts. The propaganda machine weaponized their fear of Bolshevik terror to justify continued suicidal resistance. The camera captures the universal face of displacement, now occurring on German soil. Deutsche Nachhuten im Kampf mit den feindlichen Panzer- und Infanteriestützen. Müssen die Sowjets ihre Vorstöße mit hohen Verlusten an Menschen bezahlen. A pre-flight briefing for a Stuka wing is documented. By 1944, these pilots were a vanishing resource. Fuel shortages and the sheer number of Allied fighters made every sortie a high-risk mission. Yet the newsreel attempts to portray a sense of calm, professional readiness. The iconic siren, the Jericho trumpet, was once a symbol of terror during the early blitzkrieg. Now it was a fading echo of past glory, struggling to survive in a sky dominated by Soviet Yaks and American Mustangs. Gun camera footage shows ground strafing runs. These reels were heavily edited by the propaganda units to ensure only successful strikes were visible. It was a curated reality designed to maintain the illusion of air superiority even as German airfields were being captured. Die zweite Staffel stürzt auf ihr Ziel. Treffer der sowjetischen Flak in der Tragfläche. Mit Bomben und Bordwaffen wird der Nachschub des Feindes bekämpft und schwere Breschen geschlagen. An der Invasionsfront. Schwere Granaten werden für den Transport nach vorn verladen. Die erbitterten Kämpfer an den Brennpunkten dieser Front bestätigen immer wieder, dass auch der pausenlose Einsatz der angloamerikanischen Luftwaffe unseren Frontnachschub wohl erschweren, nicht aber unterbinden kann. Unter der ständigen Gefahr von Bombern und Tieffliegern angegriffen zu werden, vollbringen die deutschen Nachschubfahrer hervorragende Leistungen. Captured American GIs are showcased. The propaganda lens focuses on their diverse ethnic backgrounds to mock American social structures, a recurring theme in Nazi racial ideology. It was an attempt to portray the Allied forces as a disorganized melting pot compared to the supposed purity of the Reich. Doch die Bomber greifen K an, die Stadt, in der tagelang eine Schlacht von unvorstellbarer Härte tobt. Rücksichtslos vernichtet dabei die angloamerikanische Luftwaffe Stadtteil auf Stadtteil, wobei Tausende von Franzosen ihr Leben lassen mussten. K ist die Brandfackel der Normandie geworden.
Deutscher Nachschub rollt nachts durch die noch brennenden Vorstadtstraßen. The city of Caen is shown after a heavy Allied bombing raid. Propaganda teams filmed the ruins of French cathedrals to frame the Allies as cultural vandals. These images were intended to provoke anger and a will to retaliate among the occupied populations of Europe. A final tour of the ruins within the Reich. Stevens and other archival units captured the architectural pride of Germany: Berlin, Nuremberg, Munich, now reduced to a landscape of craters. The 1,000-year Reich had lasted only 12 years and was ending in a legacy of ash. Panzer und Sturmgeschütze rollen zu einem Gegenstoß nach vorn. Den Panzern folgen unmittelbar die schnellen und wendigen Munitionswagen. Infanterie auf dem Markt. In enger Kameradschaft mit Kameraden der Fallschirmjäger und Waffen-SS leisten diese Kämpfer einen Widerstand, den unverhohlen die ganze Welt unserer Gegner bewundert. Fallschirmjäger gehen vor. Eine vom Feind eingesehene Straße wird genommen. Artilleriefeuer auf den Hohlweg. Eng an den Boden gepresst liegen die Männer in Deckung. Stundenlang dauert das Trommelfeuer an, das unsere Männer vernichten soll. Sturmartillerie auf Selbstfahrerkette leitet einen Gegenstoß der Deutschen ein. Amerikanische Sherman-Panzer brechen in ein von Infanteristen und Fallschirmjägern gehaltenes Dorf ein. Ein deutscher Kriegsberichter filmt den Panzereinbruch aus unmittelbarer Nähe. Nach rechts und links sind unsere Männer ausgewichen. Der erste ist durch. Eine Gruppe der Fallschirmjäger verfolgt den Kampfwagen, um ihn mit panzernahen Bekämpfungsmitteln zu erledigen. Panzerschreck und Panzerfaust werden eingesetzt. Auf knapp 10 Meter rollt der zweite Sherman vorbei. Sekunden später machen ihn einige Schüsse aus der Panzerfaust kampfunfähig. Der dritte und vierte Panzer fahren demselben Schicksal entgegen. Auch der Goliath bewährt sich bei diesem Einbruch. Durch ihn wird ein 5. Panzer noch vor Erreichen der Ortschaft in die Luft gejagt. Das Gros der amerikanischen Panzerabteilung dreht damit ab. Fallschirmjäger unmittelbar vor dem Nahkampf mit amerikanischer Infanterie. Er hat einen schwer verwundeten Amerikaner gefunden. Ihre Schützenlöcher sind schon geräumt. Aus den Büschen werden nach kurzem Gefecht die Gefangenen herausgeholt. Verwundete auf dem Wege zum Verbandsplatz.
Waffenschmelztiegels. Verwundet und angeschlagen schleppen sie sich in die Lager. Sie haben erkannt, dass der Widerstand der Deutschen von einer unverrückbaren Stärke ist und dass dieser Widerstand nicht nachlässt, sondern von Tag zu wachsen scheint. Die Gedanken so mancher dieser Männer mögen oft drüben in England sein, das seit Wochen fast pausenlos mit Groß-London und dem Raum Südenglands unter dem Feuer von Frau Heinz liegt. A camera mounted on a V1 captures its flight over the English Channel. It was a terrifying autonomous weapon designed to keep London in a state of constant fear. The footage emphasises the ghostly nature of a weapon that required no pilot and could strike at any hour. The tone shifts to the V1 Doodlebug, the world's first cruise missile. Launched toward London, these weapons were touted as vengeance for the bombing of German cities. The camera captures the mechanical launch process, portraying the V1 as an unstoppable force of technical retribution. The film concludes with the Nazi eagle and the Ende title card. It is a final, defiant image, produced just months before the regime was utterly dismantled. These reels remain as a silent, colour testament to the final, desperate hours of a world being consumed by its own ideology.